Unterwegs mit dem Eurocity 159 Teil 3b. Hallo Kollege, du übernimmst heute den Eurocity 159 auf seinem Weg von Wien Hauptbahnhof nach Zagreb bis Maribor mit einem Lokwechsel in Spielfeld. Nachdem du den Zug in Teil 3a schon bis nach Graz Hauptbahnhof gebracht hast, sollte dein Zug bereits aufgerüstet sein. Die letzten 4 Wagen sind bereits abgekuppelt. Die Schubmannschaft wartet schon für den Abtransport. In diesem Teil geht es für dich weiter bis nach Spielfeld, Ankunft um 19:08 Uhr. Mit einem Zwischenhalt in Leibniz 1858 bis 1859. Der Fahrbahn ist relativ eng. Bis Werndorf, Beginn des eingleisigen Abschnitts, musst du nicht unbedingt 160 fahren, 150 sind aber empfehlenswert. Wenn die Strecke in Lebring wieder zweigleisig wird, kannst du die letzten 8 Kilometer bis Leibniz vielleicht sogar etwas ruhiger angehen. Auch bis Spielfeld solltest du danach nicht unbedingt trödeln. Die wichtigsten Daten zum Zug, wie beim letzten Mal schon, 160 km/h streckenbedingt, PZB Zugart O, Gesamtlänge des Zuges 178 Meter, Gewicht des Zuges 347 Tonnen. Maribor wirst du schlussendlich um 19:40 Uhr erreichen. Tab-Taste und so weiter wird nicht benötigt, wandern wird es auf Automat, also kommt eine Aufforderung. Und somit ein herzliches Willkommen in meinem neuen Video zum Simulator. Wir fahren, wie gesagt, heute den dritten Teil, den dritten Teil, wie man so schön sagt, von Graz nach Spielfeld. Jetzt habe ich alles, auch die 5022, die mir gefehlt hat, und somit kann es losgehen. Jetzt habe ich gleich eine Frage. Wenn ihr wollt, ihr könnt euch aussuchen, mit was wir den 4. Teil fahren. Ich kann ihn fahren mit der SZ 363. Dann gäbe es eine Version mit der Vectron, da ist allerdings die Advanced verlangt und ich habe nur die normale. Wäre aber auch kein Problem, fahren wir es halt mit der normalen. Oder mit der 2016 mit dem Dieseltrieb, mit der Diesellok. Da habe ich allerdings auch nur die Version von der DTG-Version, also von der Mittenwaldbahn. Die Schienenstoßgeräusche von dem 5022 sind relativ laut bei mir herin. Naja. So, schalten wir mal die AFB. Wenn wir dann auf 80 gehen. Der ist vorne. Das ist gelöst. Die Lokbremse müssen wir noch lösen. Jetzt habe ich die Türsteuerung ausgeschalten. Anscheinend. Okay, dann. Die ist gelöst, passt. So, schauen wir uns bei der Ausfahrt an. Da hinten kommt ein Cityjet. Also ich finde die Lok wunderschön. So ist besser, finde ich. Da haben wir nur 60.
wenn er mal piepst. Das ist jetzt eine relativ ruhige Fahrt, sage ich mal, weil das schon der dritte Teil ist. Ich weiß, ihr habt die Südbahn schon relativ oft gesehen, aber wir brauchen es halt. Ich würde es fertig fahren, Leute. Es ist doch ein Szenario, ein Vierteiler, eigentlich ein 7- oder 8-Teiler, aber ja, no, was man hat, das hat man, sage ich mal. So. Jetzt habe ich vergessen, den Roadrunner zu nehmen. Das passiert mir relativ oft. Jetzt habe ich natürlich wieder viel geredet und nicht auf die Strecke geschaut. Ziffer, warte, machen wir da mal. Das ist so weit auch nicht, so machen wir es. Ein bisschen weiter. So ist das schon viel angenehmer. So, jetzt sind wir ein bisschen leiser jetzt mit den Innengeräuschen, wenn wir jetzt doch. Jetzt fahren wir durch Graz Buntigam, da kommt ein gutes Bier her. Ein sehr gutes Bier. Da können wir dann auf 150, hat er gesagt, können wir beschleunigen, wenn wir nicht 160 fahren wollen. Gehen wir auf 155. Wurscht. Dass wir schön in der Zeit sind, dass wir schön durchkommen. Diese ganzen Züge hätten mir jetzt gefällt. Das wäre dann ein bisschen Fahrt worden. Ich habe den 5022 schon probiert zum Fahren. Ehrlich gesagt, mir sagt er nicht sehr zu. Aber ich werde natürlich auch bringen, also wenn es wollt. Das ist kein Problem. Momentan bin ich relativ am Umbauen eines Szenarios für die Karawankenbahn. Ich kann das mit den Erstellen noch nicht. Also ich meine, ich kriege zwar die Dinger hin, den Fahrplan, aber das mit den Gegenzügen und so, das muss ich mir noch anschauen, wie ich das mache. Jetzt gehe ich einfach immer nur her und suche mir ein Szenario, meistens Originalszenario, weil sonst muss ich wieder mit einer Bauer schreiben und bauen wir das um und tausche das Rollmaterial aus. Und wenn ich mal herausgefunden habe, wie man das einteilt, dass die Züge dann auch dort sind, wo ich sie haben will, um die richtige Zeit, dann wäre das natürlich machen, nur es ist halt ein bisschen ja, schwierig, sage ich mal. Aber da muss man halt dann, glaube ich, schauen, wann der Zug, also der Spielerzug jetzt in der Station ist und wenn der andere in der Station den kreuzen soll, dann muss ich den ein Stück vorher wegfahren lassen oder wie auch immer. Das muss ich mir noch anschauen, wie ich das mache. Das mit den Ansagen bringe ich überhaupt nicht hin. Es ist aber dadurch, dass ich hauptsächlich altes Rollmaterial oder Güterzüge fahre, sage ich mal, nicht so wichtig, weil, wie gesagt, ich bin der Meinung, in der Lok hört man die Ansagen ja eh nicht. Und ja, da braucht man es nicht unbedingt. Sicher ist es ein nettes Beiwerk und wenn es vorhanden sind, verwende ich sie natürlich auch, das ist schon klar, wenn es ein Programm dazu gibt. Oder wenn ich ein Szenario habe, wo Ansagen verbaut sind. Sonst, da ich mich mit Skripten nicht auskenne, lasse ich das derweil. Ja, was gibt es noch zum Sagen? Bei der Karawankenbahn. Ja, fälschlicherweise wurde behauptet, dass, ich will jetzt nicht sagen von wem, weil es wurscht ist, also so viel ich informiert bin aus diversen Railspotting-Videos, fahren nach, wie heißt das Kaffee in Italien?
Also die Stromgrenze nach Jugoslawien, ehemals Slowenien, auf der Karawankenbahn ist in Jesenice. Da kann man wirklich nur bis Jesenice fahren. Und Italien kann man eigentlich bis runterfahren, weil die Stromgrenze dort unten ist. Also ich habe da Videos gesehen von das war ein Signalfehler. So, aber da ein 60er. Da stimmt was nicht. Na egal. Wir haben keinen Weichenwechsel gehabt, nichts. Weiß ich nicht, woran das jetzt gelegen ist. Ich habe die Signale auch eigentlich nicht gesehen, dass der 60er kommen hätte sollen. Also nach Travisio, Bosco-Werde, habe ich eben, wie gesagt, Transporter-Videos gesehen. Da fahren 1144 Taurus, Vectron, 1142, also alles fährt da runter. Das ist Italien, hat zwar ein 3kV-Netz, das ist schon richtig, nur man kann anscheinend wirklich, also in Real fahren die anscheinend wirklich bis Bosco-Werde runter, also bis, ich sag Bosco-Werde. Jetzt fällt es mir wieder nicht ein. Ich bin so blöd manchmal. Also die fahren wirklich bis zur Endstation auf dieser Karte. Karten, wie immer halt runter. Und dadurch oder rot, nein. Und dadurch ist es natürlich durchaus möglich, wunderschöne Szenarien auch mit alten Rollmaterial zu bauen. Wenn die wirklich bis runtergefahren sind, dann würde ich da einmal mit Transalpin runterfahren oder mit der 1042er von RSSLO. Also das mache ich hundertprozentig. Lasse ich mich nicht davon abhalten, dass ich da runterfahre. Und soviel ich weiß, ist das auch relativ realistisch. Also wenn man die 1142er runterfährt, wenn er 189er habe ich gesehen, also Locomotion. Ich glaube zumindest, dass er 189er war. Das habe ich schön erwischt jetzt mit den 120. Na bitte. Also es geht ja doch. Um 1858 soll man dort sein. 1853 sind wir dort, wir sind viel zu früh, Leute. Also muss ich mir dann nachher im Video anschauen, ob da wirklich ein 60er war, aber ich habe keine Beeinflussung, nichts gehabt, also schlagt's mich tot. Ich glaube nicht. Falsche Tasten, ich wollte da drucken. Da ist er schon. Der Scheinwischer jetzt aus. Ja. Das war wieder mal ein Hoppala von mir. Wie gesagt, wir sind wieder in der schönen Steiermark. Die grüne Lunge wieder mal. Also mit diesen Streckenupdates ist die recht schön, die Strecken. Ich bin vielleicht am Überlegen, ob ich nicht vielleicht doch die Albulerlein irgendwann einmal nehmen und das Veggie-Update auch noch installiere. Weil ich habe ein paar Schweizer Freunde, Bekannte. Da ist der Marzio, schöne Grüße übrigens. Würde sich sicher freuen, wenn ich da was aus der Schweiz bringe. Mal schauen, wie es sich ausgeht in nächster Zeit. Ich möchte mir halt allerdings zuerst einmal die ganzen österreichischen Sachen sichern. Aber soll es einmal im Angebot sein, werde ich einmal zuschlagen. Und ja, dann schauen wir mal. Das mit den Aufploppen, ich muss schauen, ob ich das jetzt auf die Sichtweite vielleicht ein bisschen höher stellen. FPS-mäßig sind wir auf die ISSLO-Strecke eigentlich immer recht gut unterwegs. Jetzt haben wir schon ein bisschen schöner in der Zeit, das dürfte sich ausgehen, dass wir da rechtzeitig hinkommen.
das ist wie gesagt einen Dank nochmal an den Erbauer des Szenarios, an den TS 2600. Es ist immer wieder eine Freude, auch wenn man nur mit der Taurus fährt. Er macht sehr schöne Szenarien. Also auch die neuen CityJet-Szenarien von ihm sind sehr gut geworden. Und Lebring, da fahren wir durch. Da rauschen wir durch mit 160 dürfen. Nein, dürfen wir noch nicht, aber noch Lebring dann. Das ist dann wieder ein Schnellfahrstück. Okay. So, Schluck Kaffee zwischendurch. Ja, heute geht's, heute ist er zu Hause. Heute geht's an und für sich mit dem Kaffee. Aber letztes Mal da hat es eine Hitze gehabt, ich bin da halber rausgegangen. Ich habe sicherheitshalber auch schon eine Dose Energy hergestellt, damit man beim Reden nicht die Luft ausgeht. Also sollte ich ein bisschen schneller sprechen dann später, dann habe ich zu viel Kaffee und zu viel Energy intus. Nee, Blödsinn, Scherz muss auch sein. Wir versuchen natürlich den Fahrplan einzuhalten. Das ist eigentlich alles relativ einfach hier zum Fahren noch. Ja, super. Interessant jetzt dann, also ich würde den 4B-Teil gerne mit der slowakischen, mit der SZ irgendwas fahren. Ja, kommt ganz auf der 363er. Mit dieser französischen Lok. Das Problem ist, ich habe leider französische Strecken, habe ich nur die LGV, weiß ich nicht, die DGV-Strecke, die 2017er Trennsimulator dabei war, und die ist relativ fad und da gibt es ja nicht wirklich, da gibt es nur DGV-Szenarien, die möchte ich eigentlich nicht bringen, außer es wird gewünscht natürlich. DGV bringe ich. Was ich definitiv nie bringen werde oder sehr sehr selten, wann überhaupt, ist EC. Ich mag die Teile einfach nicht. Verzeihung. EC ist sowas von grässlich, zumindest die DTG-Sachen. Und der andere Hersteller da, VR, der Vierer, dürfte ganz gut sein, nur ich bin nicht gewillt für einen Zug, den ich nicht fahren will, 40 Euro zum Ausgeben. Bei der RWA Taurus bzw. beim Railjet ist es was anderes, weil mir das Teil irrsinnig gut gefällt und die ist auch super zum Fahren, also ist das was anderes. Ne? Ich bin da am Überlegen, ob ich mir die HRQ Taurus auch noch hole, aber ehrlich gesagt, mir reicht an und für sich die RWA Taurus. Jetzt habe ich die RWA Taurus, die von der Semmeringbahn, von DTG die Taurus habe ich, und die RSSLO Taurus habe ich auch. Nur die RSSLO Taurus, die kannst du vergessen, die ist, ja, aber es ist besser wie die von der Semmeringbahn, das muss ich dazu sagen. Und preismäßig natürlich der Hammer, weil man ja, die kostet glaube ich 9 Euro oder was. Also preismäßig ist die RSSLO Taurus echt sehr günstig. So, fahren wir mal auf Leibniz rein. So, ich halte es jetzt so wie bei den anderen, dass ich in etwa mit einem 60er
Steckgrenze bin und dann kann man halt erwarten. Dann müssen wir dann auf 100 zurückgehen. Tür öffnen. So, jetzt macht man die Tür nicht auf. Wieso macht man die Tür nicht auf? Wieso macht man die Tür nicht auf? Okay. Muss ich dann noch ein Stück vorfahren, oder was? Das wäre aber dann eine Frechheit. Also diese... Ich bin drin gestanden, Leute. Es ist wirklich... Ich war drinnen. Ich bin drinnen, nur ich war halt nicht bei der Markierung vorn. Da hat er mal letztens doch auch die Tür aufgemacht. Jetzt macht er mir's auf. Oder er hat mir's nicht aufgemacht, weil ich mit der Lokbremse bremst habe. Das kann sein. Okay, das war jetzt ein kleiner Fauxpas, wie man so schön sagt. Wahrscheinlich hätte ich nicht vorfahren müssen. Es tut mir jetzt ein bisschen leid, dass das ein bisschen in die Hosen gegangen ist, aber fragt mich nicht warum. Ich vermute, dass es wirklich davon gekommen ist, dass ich eben die... So, wo haben wir die Türsteuerung? Türsteuerung WienHbf. Dass ich eben... Mach nicht zu. Okay, funktioniert nicht, mag nicht, kleiner Parking-Test. Fahren wir weiter. Irgendwie, glaube ich, muss man die Tür ganz aufmachen, gleich am Anfang aufmachen, damit der Park nicht ist. Irgendwas habe ich da mal gelesen. Ist aber egal, wann die Türsteuerung nicht funktioniert. Es ist halt ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber mein Gott, eine Taste weniger zu drücken. Oh, GATX-Wagen. Nice. Also er hat wirklich viel hingestellt. Also da ist einiges. Steht darum. Jetzt komme ich ins Ruhen. Ja, war mein Fehler, sorry, da ist eher ein 100er. Ah, das war der Ankündiger von vorhin, genau, der 100er. Passt schon. Das heißt, wenn unter dem 60er faktisch
Ein 100er steht. Oder drüber. Dann ist 100 und nicht 60. Da verdue ich mich jedes Mal. Echt wahr, das ist... Jedes Mal mache ich den Fehler. Jetzt kommt der Ankündiger für 100 und auch nicht. Oh ja, da kommt einer. So, fahren wir es vorsichtig. Also wie gesagt, das war ein Fehler meinerseits, jetzt glaube ich mit der Bremsen habe ich mich da vertan. Bei der letzten Station, weil normalerweise müsste da die Türen aufmachen. Ich vermute, weil ich die Zugbremse gelöst hatte und nur die Lokbremse anhatte, dass deswegen die Tür nicht geöffnet wurde. Jetzt rede ich wieder geschwollenes Deutsch, naja. Wenn ich das Video aufgenommen habe, werde ich dann gleich weiter basteln an meinem nächsten Szenario. Der liebe, warte mal, kurz was nachschauen. Das sehe ich da jetzt nicht. So, da dürfen wir jetzt 100 fahren. Wir sind schon im Spielfeld. Ja, okay, das weiß ich ja. Das mit dem Stromabnehmer. Bei Einfahrt in den Bahnhof Spielfeld den Stromabnehmer senken, am Bahnsteig bitte ganz nach vorne zum Signal fahren und dort halten. Werden wir machen, liebes Spiel. Es ist klar, dass wir den Stromabnehmer senken müssen, weil wir ja eine Stromgrenze haben im Spielfeld. Und wir haben nur mehr 5 Kilometer, dann haben wir es durch, okay. Und nur eine Station. Ah ja, genau, Ehrenhausen, ja. Da war ja letztens in den Szenario was da. So. Dann rauschen wir mal rüber nach Spielfeld. Können wir da vor mir eins anschauen, ne? Warum ausschauen? Oh, da sind viele Busse. Vielleicht ist gerade ein Formel 1 Rennen oder irgendwas. Weiß man's? Wäre doch möglich, ne? Das sind ja auch irgendwo in der Steiermark sind ja diese Motocross, diese Mountain Challenge oder wie das heißt, diese, wo man rauffahren, diese Erzberg Challenge, glaube ich, ist das. Genau. So, da müssen wir uns jetzt dann schauen, wie wir da reinkommen auf Spielfeld. Eigentlich schon 20% zurück mit der Leistung, weil wir werden eh noch mehr langsamer. Und wir sind etwas hinten nach, ja, minimal. Minimal, ich hoffe, dass wir den Fahrplan trotzdem noch einhalten können. Aber ich denke, das geht sich schon aus. Diesmal haben wir keine Zeit, diesmal brauchen wir Geld, weil diesmal fahren wir an Eurocity und da brauchen wir natürlich, müssen wir schon mehr auf die Zeit schauen als wir mit dem Güterzug. Was nicht heißt, dass man bei einem Güterzug nicht auf die Zeit schauen muss, Leute. Das ist schon klar.
Ich weiß, ich fahre es etwas vorsichtig wieder mal, aber wir sind momentan genau in der Zeit. Wenn wir dann in der Zeit sind, wenn wir drinnen sind, ist was anderes. So, da ist jetzt der 70er. Da war ein Geschwindigkeitsprüfer Ding. Jetzt habe ich etwas zu spät gebremst. Sehe ich gerade. Da hätte ich ein bisschen früher runtergehen müssen. So. Jetzt sollen wir den Stromabnehmer runternehmen. Jetzt schon. Runter mit die Bahn da. Nicht alle zwei auf. Ja. Stromabnehmer tief, jetzt haben wir es. Bis zum Signal hat's geheißen. Da ist kein Signal. Das war das falsche Signal. Eieiei, aber ich bin bei der Heute da. Ich bin bei der Halte da. Wo bin ich hinten drauf? Hinten bin ich auch drauf. Ja Leute, das müsste passen an und für sich. Da sind Geräusche im Hintergrund, das ist ein Wahnsinn. Das ist wieder diese schöne Brennerlok, also diese Brenner-Gedenklok oder was. Also mir gefällt die irrsinnig gut, die Lok, das Riebend ist wunderschön. Ja, jetzt schauen wir so noch ein bisschen Bahnhof an, während wir warten, bis das Szenario zu Ende geht. Was haben wir da? Kann man das lesen da? Ja, ÖBB, altes ÖBB-Logo, also der Flansch. Nach einem Lokwechsel geht es weiter nach Maribor. Also Leute, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wenn ja, ihr wisst eh, Daumen hoch und oder wenn Abo, ich muss betteln für Abos. Nein, Blödsinn. Wenn es euch gefallen hat, schaut wieder rein und ich wünsche euch einen schönen Tag, euer Andi.